herzlich willkommen. Und zwar geht es heute um den kleinen Kandidaten hier. Den habe ich gestern gebastelt und wollte ihn euch einfach heute unbedingt mal vorstellen. Deswegen auch schon heute direkt passend auch vielleicht für euch zum 1. Mai das nächste Video. An der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an über 150 Abonnenten jetzt. Tatsächlich ist es so, dass die Abonnenten nur etwa 10% der Leute ausmachen, die tatsächlich die Videos anschauen. Also ganz, ganz großen Dank an euch. 150 Abonnenten in der kurzen Zeit hätte ich nie erwartet. Und natürlich auch an alle anderen, die einfach immer mal so in so ein Video reinschauen. Auch an euch vielen Dank und ich hoffe, ihr habt einfach Spaß bei der Sache. Und jetzt kommen wir mal zu diesem kleinen Kandidaten. Was das ist, was der macht und warum ich ihn überhaupt gebaut habe. Ja, und zwar geht es nämlich um den Film Die Olsenbande stellt die Weichen. Wenn ihr den Film selber nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Gerade wenn ihr Eisenbahn interessiert seid. Der hat nämlich tatsächlich den Charme. Damals waren Bahnen pünktlich, Fahrpläne zählten was. Und das Ganze ist einfach ein geniales, filmisches, ich würde fast sagen Meisterwerk. Und es gibt einen aus meiner Sicht dann fast geheimen Helden. Und zwar ist das dieser kleine Multiscan von Ford Transit. Also jetzt seht ihr hier auch so ein bisschen, was macht er denn eigentlich in dem Film? Der wird gefahren von diesem sogenannten dummen Schwein. Und es geht eigentlich darum, dass so ein Tresor-Eisenbahnwagen von Franz Jäger Berlin, von der Olsenbande eben zurückerobert wird, weil sich da das Geld drin befindet, beziehungsweise das Gold, was ihnen gestohlen wurde. Ja, und jetzt seht ihr hier auch den kleinen Transit in Action. Und genau den wollte ich mir einfach für meine dänische Anlage bauen. Was braucht man als erstes? Multiscan-Schilder. Hier selber gemacht jetzt mit Word und danach übertragen in PowerPoint. Einfach auf der PowerPoint-Seite unterschiedliche Größen dann vom selben Bild gemacht. Und das Ganze habe ich mir als nächstes dann ausgedruckt und dann natürlich geschaut, was davon am besten jetzt von der Größe her einfach passen würde im Vergleich mit den Originalaufnahmen. Ja, so sieht das Ganze aus. Es gab dann von Brekina einen Ford Transit, ich glaube, das ist ein Ford Transit 2. Und dieser Ford Transit passte von der Farbe her einfach super. Nur dieser Aufdruck Funke Kölsch, der hat natürlich extrem gestört, wenn ich da meinen Multiscan haben wollte. Ja, erstmal habe ich ihn dann gereinigt mit Feuerzeugbenzin, das hat nichts gebracht und dachte dann, naja gut, was kannst du alternativ nehmen? Vielleicht probierst du es einfach mal mit ein bisschen Schmirgelpapier und habe dann mal mit einem 1000er Schmirgelpapier angefangen und das ging tatsächlich auch einigermaßen gut. Das seht ihr jetzt hier. Man hat natürlich so ein ganz bisschen dafür gesorgt, dass der matt wird. Und aus den Kanten habe ich die Farbe nicht rausbekommen. Das heißt, der nächste Arbeitsschritt war dann mit dem Glasfaser-Reinigungsstift, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe, hier wirklich auch die letzten Reste der Schrift zu entfernen. Tatsächlich hat man damit allerdings auch noch mehr von der ursprünglichen Farbe entfernt als mit dem 1000er Schmirgelpapier. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass der primär erstmal tatsächlich die Beschriftung entfernt. Aber er hat nicht nur die Beschriftung entfernt, er hat eben auch wirklich die gesamte Farbe darunter mehr entfernt. Ihr seht das jetzt hier, das ist sehr, sehr dumpf geworden. Glücklicherweise kommt ja in den oberen Teil am Ende der Aufkleber drauf. Und ich habe es dann zwischendurch immer mit ein bisschen Reinigungsbenzin wieder nachbehandelt, in der Hoffnung, eben auch die Oberfläche wieder ein bisschen glatter zu bekommen und insbesondere eben auch diese ganzen kleinen Staubpartikel und Farbpartikel wirklich nachhaltig zu entfernen. Hat in Summe, wie ihr jetzt hier sehen könnt, auch echt von der Farbe her gut funktioniert. Es blieb immer noch ein bisschen dumpf. Das sieht jetzt hier natürlich im Gegenlicht dann auch ein bisschen krasser aus. Ich habe es dann auf der anderen Seite auch nochmal genauso gemacht. Und ihr seht das jetzt hier auch in Echtzeit im Hintergrund. Das heißt also, es hat wirklich nicht lange gedauert. Das war jetzt keine Mega-Aktion. Wenn ihr also etwas Ähnliches auch mal bauen wollt, irgendeine Kindheitserinnerung, irgendwas, was ihr da Cooles habt, und ihr findet ein passendes H0-Modell,
könnt ihr mit dieser Methode das eigentlich relativ schnell und einfach machen. Glasfaserstift plus eben Reinigungspapier. Ja, als nächstes dann der Pritt Alleskleber. Für mich immer eine ganz gute Wahl, wenn ich Papier und Plastik zusammenkleben will. Und jetzt kamen halt die Schilder in der passenden Größe. Natürlich geguckt, welche Bilder aus dem Netz zeigen mir da im Optimalfall wirklich die Größe, die ich brauche, dann verglichen. Ja, und dann losgelegt. Und wie es dann öfter vorkommt im Modellbau, auch beim ersten Versuch, ihr seht das jetzt hier, wenn man es andrückt, ich habe beim ersten Mal viel zu viel Klebstoff genommen. Also ich hatte das Ganze abgestrichen natürlich und hatte gedacht, ich hätte viel mehr von dem Papier abgestrichen. Ja, beim ersten ist es nichts geworden. Also natürlich der Versuch, das mit Papier dann wieder zu entfernen, hat auch nicht viel gemacht, außer mein Schild erstmal zu verschieben. Dann habe ich es natürlich nochmal festgedrückt und tatsächlich ist es so, dass der Klebstoff, dadurch, dass der so glänzt, am Ende jetzt dafür sorgt, dass das, was ich vorher so matt durch mein Schmirgeln gemacht habe, jetzt wieder glänzender ist, nachdem der Klebstoff an den Stellen getrocknet ist. Und durch das Plattdrücken auch mit dem Finger und das Abnehmen vom überschüssigen Klebstoff ist das Ergebnis eigentlich ganz überzeugend. Hinten war es jetzt deutlich einfacher und beim zweiten Mal weiß man dann ja auch, wie viel Klebstoff man wirklich verwenden muss. Also das Schild rangeklebt, positioniert, auch ein Vorteil natürlich hier von diesem Pritt Alleskleber, der hält am Ende exzellent, aber erstmal hat man die Möglichkeit, das auch zu positionieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das mit dem Papier nicht ein ganz bisschen dick? Interessanterweise haben die damals für den Film auch Budget gespart. Das heißt, die haben tatsächlich nicht diesen Multiscan-LKW angemalt oder solche Schilder wirklich produziert, sondern die haben anscheinend einfach nur so eine Art dünnes Holzbrett an die Seite auf diesen LKW draufgeklebt. Das sieht man im Film und in einigen Aufnahmen tatsächlich sehr, sehr gut. Hier ist natürlich jetzt der Vorteil, ich habe damit wirklich sehr, sehr realitätsnah nachbilden können, denn bei mir sind natürlich jetzt auch solche relativ dicken Platten einfach auf der Seite. Ja, so das Ergebnis. Ging relativ schnell, also haben es fast in Echtzeit jetzt gesehen. Das war's schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr auch selbst schon Erfahrungen gemacht mit dem Nachbauen von kleinen Filmautos oder Erinnerungen und bis bald. Danke. Ciao.